Heute stelle ich euch ein sehr gutes vegetarisches Gericht vor. Spaghetti mit Bohnen und Kartoffeln, wie man es gerne in Ligurien und an der französischen Riviera isst. Da die Bohnen die längste Garzeit haben, fangen wir damit an. So werden sie geputzt. Gewaschen werden sie in eine unempfindliche Pfanne gegeben und mit Wasser bedeckt und einer kleinen Prise Salz für ca. 20 Minuten gekocht. Jetzt könnt ihr das Wasser für die Kartoffeln und Spaghetti aufsetzen, welches auch nur leicht gesalzen wird. Die Kartoffeln werden geschält, längs halbiert und in kleine Stücke von ca. 3 mm Dicke geschnitten. Um ein Braunwerden zu verhindern, legt sie bitte in Wasser. Sobald das Wasser sprudelnd kocht, die Kartoffeln dazugeben und 10 Minuten mit einem Deckel zugedeckt kochen lassen. Zurück zu den Bohnen. Das Kochwasser von den Bohnen vollständig abgießen. Etwas Kochwasser von den Kartoffeln dazugeben und die Bohnen, wie hier gezeigt, in ca. 4 cm große Stücke zerschneiden. Deswegen braucht ihr auch eine unempfindliche Pfanne. Nun gebt ihr 1 bis 2 Teelöffel von eurem Pesto hinzu, unterrühren und auf kleinster Flamme weiter köcheln lassen, damit die Bohnen den Geschmack des Pesto absorbieren können. Wie man Pesto selber macht, zeige ich in einem anderen Video. Zwischendurch solltet ihr natürlich immer mal wieder abschmecken. Auch wie man Nudeln macht, zeige ich in einem anderen Video. Hier gebe ich meinen Nudeln die Spaghettiform. Sie werden zusammen mit den Kartoffeln, die jetzt schon 10 Minuten gekocht haben, weitere 3 Minuten gegart. Bei gekauften Spaghetti verändern sich die Kochzeiten entsprechend. Ich habe sie unten in der Beschreibung notiert. Die weich gekochten Kartoffeln und Spaghetti aus dem Kochwasser schöpfen und abtropfen lassen, auf die Bohnen geben und ein wenig durchrühren. Jetzt mache ich noch eine schnelle Soße. Einen schmalen, hohen Behälter befülle ich wie folgt: 2 Teelöffel Pesto, 2 Esslöffel Olivenöl, 6 Soßenkellen Nudelkochwasser sowie 10 Kartoffelstückchen. Diese Zutaten werden püriert, bis eine cremige Masse entsteht. Zunächst die Spaghetti, dann die Bohnen und Kartoffeln auf einem Teller anrichten, die Soße darüber geben und mit dem Basilikum ausdekorieren. Die Mengenangaben findet ihr unten in der Beschreibung. Das war's. Jetzt bleibt mir nur noch, euch viel Erfolg beim Nachkochen zu wünschen und guten Appetit!